Colibro Cupis 2 ist schön eingepackt in eine Tasche mit Reißverschluss. Und das ist das gute Stück mit dem schnellsten F7 Flugcontroller. Eine Runcam Micro Swift Kamera, Lollipop Fuchse Antenne, modernen Day-Shot 1200, 35 Ampere ESCs und den super tollen Motoren F40 Pro 2 von T-Motors mit 2400 kV. Der RAM ist nicht Vollcarbon, sondern dazwischen mit leichterem Material gefüllt. Unten ein guter dicker Silikonkissen. Mit dabei sind Kabelbinder, Schrumpfschlauch und Einstellungsbett für die Runcam-Kamera. Die Dial-Propeller fliegen sich gut und sind robust. Und hier mein Lieblingslippo, der Tattoo Airline mit sagenhaften 1800 mAh. Und das nur 5 Gramm schwerer als der 1550 mAh Tattoo Lippo. Mit dem Gespann hat man lange Flugzeit und vor allem beim Vollgas genug Energie. Geflogen wird der Cupis 2 mit meiner Fatschack HDO-Brille und der Taranis X9D Plus SE-Funke. Der Cupis-Rahmen ist mehr ein Racer-Rahmen, der leicht ist. Für Freestyle würde ich lieber einen langen Rahmen bevorzugen, wo eine GoPro und ein Akku oben drauf liegt. Aber auf dem Cupis 2 passt eine GoPro auch perfekt drauf. Der Cupis fliegt butterweich und ich bin fasziniert von den F40 Motoren. Perfekte Steuerung bei niedrigen Drehzahlen und jede Menge Beschleunigung beim Vollgas. Ein super Racer mit der neuesten Technik. Der Atlat V2 Videosender hat eine Sendeleistung von 25 bis 800 mW und hat ein Mikrofon für Tonüberwachung. Das Video ist sehr sauber, die Runcam liefert ein gutes Bild. Es macht einfach Spaß, mit dem Cupis 2 FPV zu fliegen. Er ist zwar nicht perfekt eingestellt, weil beim Vollgas der in den Kurven etwas unruhig wird, aber beim kontrollierten Gasgeben fliegt er klasse. Und wenn auch die Sonne untergeht, hat man noch gute Sicht mit der Runcam. Also der 1800 mAh Tattoo Lippo wird einfach nicht leer. Aber das liegt auch an dem recht ruhigen Flug von mir. Der Mond ist schon zu sehen und bei 8 Minuten ist der Akku leer. Nicht schlecht für so eine schnelle Drohne, die mit dem Tattoo 500 Gramm wiegt.